Ein seltener Iveco mit V10-Motor, andere Klassiker des Herstellers und eine spektakuläre Rettungsaktion in Ostwestfalen. Warum diese Oldies noch immer Herzen höher schlagen lassen, das erfährst du in unserem Video. Iveco feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Diese Bilder zeigen eines der Prachtexemplare von 1974 bei seinem Transport in die Eifel, irgendwo zwischen Nürburgring und Ahrtal, wo der LKW pünktlich zum Jubiläum restauriert wird. Es ist ein Iveco Magirus Deutz 290D 26K mit V10-Zylindermotor und 290 PS. Diese Baureihe, die sogenannten Bullen für Sibirien, wurde damals in einer Stückzahl von 9.500 Exemplaren im Rahmen des Delta-Projektes an die ehemalige Sowjetunion geliefert und war bekannt für ihre Langlebigkeit und ihre Robustheit. Hans-Günther Diederich ist bekennender Magirus-Fan und hat sich der schweren LKW angenommen. Mit seinem blauen Iveco 330-30 mit 513er Deutz-Motor ist er zum Kippertreffen nach Geilenkirchen bei Aachen gekommen. Und einen Bagger hat er auch gleich mitgebracht. Der schwere LKW hat einen V8-Motor mit 306 PS und ein Gesamtgewicht von 33 Tonnen. Und er ist der ganze Stolz von Hans-Günther Diederich. Worin aber liegt für ihn der besondere Reiz? Hier das Auto hat den 513er Motor. Das war die letzte Version, Motorversion des luftgekühlten Motors. Und man sagt, das ist der beste jemals gebaute luftgekühlte Motor, weil er halt unheimlich Drehmoment hat. Und auch von der Geräuschkulisse, Iveco und Magirus die sind immer ein bisschen bekannt, dass die halt mit Lärm kühlen oder halt laut sind. Und das Fahrzeug ist wirklich sehr angenehm zu fahren durch halt die neueste Motorvariante, den 513er Motor. Und von daher kann man auch damit mal längere Strecken fahren. Hans-Günther hat es gerade angesprochen, da gibt es diesen typischen Sound. Durch ihn kann man diesen Hauben-LKW schon von Weitem erkennen. Das begeistert die Fans und auch Hans-Günther schon von Kindesbeinen an. Ja, ist schön. Also die Leute sind begeistert, vor allem mit der Riesenhaube und dem Klang. Schöne Magirus und schöner deftiger Sound. Mein Vater hat halt immer damals Magirus und Iveco gefahren. Und als Kind ist man halt da mitgefahren in den Ferien. Man durfte schon mal fahren. Und da ist dann irgendwie hängen geblieben. Und 30 Jahre später meint man müsste selber einen haben. Und dann habe ich mir einen gekauft. Iveco entstand 1975 als Zusammenschluss der Lkw-Sparte von Fiat, des italienischen Lkw-Herstellers OM, des französischen Herstellers Ioniq sowie der deutschen Magirus Deutz unter Federführung des Fiat-Konzerns, dem das neue Unternehmen zu 80% gehörte. Auf Kippertreffen sind dann auch historische Magirus aus den 1960er und 1970er Jahren sehr beliebt. Zu absoluten Klassikern aber haben sich inzwischen die Eckhauber der dritten Generation entwickelt. Diese Lkw gingen nach über 2 Jahrzehnten und mehr als 300.000 verkauften Einheiten mit noch kantigerer Optik und luftgekühlten Deutz-Dieselmotoren in Serie. Die Ulmer hatten es damals meisterhaft verstanden, die neue Haubenkonzeption mit den bewährten Frontlenkermodellen zu einer Einheit aus Elementbausteinen zu integrieren. Als Bulle vom Bau erlangte dieser Iveco schnell Kultstatus und wird von seinen Besitzern noch heute verehrt. Aber da gibt es noch viel, viel mehr, was die Faszination ausmacht. Ich denke mal, das ist jetzt die Generation, die sich solche Fahrzeuge kauft, die selber als jüngerer, aufwachsender Mensch oder auch als Erwachsener dann noch im Straßenbild gesehen haben. Oder wie in meinem Fall auch im Zweifel schon im Einsatz gesehen haben. Ich war 21 Jahre beim Technischen Hilfswerk, da hatten wir auch solche Fahrzeuge. Und dann hat man natürlich sofort schon Wiedererkennungswert. Und wenn man sich ein Fahrzeug anschaffen möchte, dann ja eigentlich das, wo man sagt, ach, das wollte ich immer schon mal haben. So ein Kipper, erstmal für sich als Kipper natürlich sensationell praktisch, kann man kippen. Jetzt eher natürlich noch zusätzlich Ladekran mit einer Greifersteuerung.
kann man natürlich super flexibel alles machen, einschließlich bei anderen Fahrzeugrestaurationen, Kabinen absetzen, Aufbauten wechseln, wunderbar. Natürlich dann hier Oldtimer treffen oder auch zu Hause ganz normale Erledigungen rund um Haus und Hof. Ideales Fahrzeug. Kipper sind eben gefragte Fahrzeuge. Wie aber kommt man eigentlich an einen alten Kipper von Iveco oder Magirus Deutz? Da muss man entweder Glück haben oder sich an Experten wie Helmut Hoffmann vom Nutzfahrzeuge-Veteranencenter NVC in Oberhausen wenden. Ausgerechnet zum 50. Geburtstag der Marke Iveco waren wir von Eurotransport TV bei einer, sagen wir mal, Scheunenbergung in Ostwestfalen dabei. Da standen doch tatsächlich gleich mehrere 11 und 13 Tonnen LKW von Magirus Deutz lieblos heruntergekommen auf einer Freifläche herum. Und auch einige Eckhauber aus den 1970er Jahren, denen man ansehen konnte, dass sie schon viele, viele Jahre nicht mehr benutzt wurden. Kernschrott, würden viele sagen, aber Helmut Hoffmann vom NVC war mit einigen Helfern und 5 Lkw angereist, um die Bergung dieser Lkw vorzunehmen. Wahrlich eine Mammutaufgabe, die dem 78-jährigen Nutzfahrzeugspezialisten ohne Gabelstapler und die vielen helfenden Hände gar nicht möglich gewesen wäre. Und natürlich fragt man sich, was will jemand wie Helmut, der schon so viele alte Lkw gerettet hat, denn eigentlich damit anfangen? Ich habe das auch nur deswegen gemacht, weil diese Autos, da kann ich einiges von gebrauchen. Ich meine, so wie zum Beispiel diese Mylar Kipper sind selten und dieses ein oder andere Auto von denen, das kann man noch aufbauen. Wir haben viele Magirus Fahrgestelle, wo im Grunde genommen der Kippaufbau fehlt. Und da kam dies jetzt gerade gelegen, diese Autos hier, die sind ähnlich wie die Feuerwehrfahrzeuge. Und diese Kipper, die kann man auch auf solche Feuerwehrfahrzeuge bauen. Also diese Teile sind alle verwendbar, ne? Geradezu unweigerlich drängt sich beim Anblick der Schrottkarossen aber die Frage auf, wie es denn überhaupt passieren kann, dass so viele alte Lkw so lange ungenutzt in der Ecke stehen und dabei still vor sich hinrosten. Wir reden über Jahrzehnte. Was für ein Jammer. Wir fragen nach bei jemandem aus der Nachbarschaft, der die Vorgeschichte tatsächlich kennt. Der Senior, der bis vor einigen Jahren hier noch gelebt hat, hat die LKWs, die er gefahren hat, weggestellt und nicht weggeworfen. Sein zweiter LKW, den er neu gekauft hat, steht da noch einer von den kleinen Eckhaubern mit der Räumplatte vor. Der andere steht hier in der Halle, der 170er, den er neu gekauft hat und Winterdienst und für die Baufirma mitgefahren hauptsächlich. Damit hat er seinen Lebensunterhalt verdient und nebenbei Deutz gesammelt. Wie er vor einigen Jahren verstorben ist, hat der Junior, einer von 3 Junioren, die hier auf dem Hofplatz sind, noch weitere Sachen dazu gekauft und hat die auch weggestellt. Und dementsprechend sehen Sie, wie es hier aussieht. Die Bergung der Wracks zieht sich über viele Stunden hin. Hauptgrund dafür ist, dass die Lkw absolut nicht mehr fahrbereit sind und sich nur mit großer Mühe mittels Stapler bewegen lassen. Abgesehen davon wurden die Pritschen der Fahrzeuge auch noch als Abladestelle für Schrott missbraucht. Trotzdem, es ist bewundernswert, mit welcher Hartnäckigkeit Helmut Hoffmann und seine Helfer diese Aufgabe bewältigen, auch wenn sie noch so mühsam und beschwerlich ist. Was aber treibt die Freunde der historischen Nutzfahrzeuge bei dieser Arbeit eigentlich an? Wir haben alle Diesel im Blut und sind alle begeisterte Fans. Und man sieht uns ja auch auf Treffen und Veranstaltungen, wo wir gemeinschaftlich auch mit unseren restaurierten Fahrzeugen auflaufen und schöne Wochenenden verbringen. Und ich sag mal, diese Truppe, die heute jetzt zusammen waren, das waren, man kennt sich, man weiß Bescheid, man kann sich aufeinander verlassen und das macht dann einfach auch Spaß. Und damit schließt sich an dieser Stelle irgendwie der Kreislauf. Denn wo immer es um historische Nutzfahrzeuge geht, braucht es Menschen, die sie für die Nachwelt erhalten. Mehr darüber demnächst bei Eurotransport TV. Denn jetzt geht es für die Karawane mit den klassischen Scheunenfunden aus Ostwestfalen erst einmal zurück ins Ruhrgebiet.